Warum ein Universalfräskopf? Niedriger Anschaffungspreis für den Kopf und Profilmesser. Eine große Anzahl austauschbarer Profilmesser, Unabhängigkeit vom Schleifen. Hallo, ich bin John von IGM und in diesem Video stellen wir Universalfräsköpfe vor. Welchen Nutzen und welche Vorteile haben sie? Fräsköpfe werden je nach Art der Materialzuführung in manuelle und mechanische Fräsköpfe unterteilt. Der manuelle Fräskopf ist für die manuelle Materialzufuhr vorgesehen, wenn das Werkstück vom Maschinenbediener in den Schnitt bewegt wird. Aus Sicherheitsgründen ist es mit Abweisern ausgestattet, die die Form des Profilmessers nachahmen und den Materialabtrag begrenzen, um zu verhindern, dass das Werkstück durch die schnelle Bewegung des Materials in den Schnitt weggeschleudert wird. Mechanische Fräsköpfe sind für den maschinellen Vorschub konzipiert, das heißt bei Verwendung eines Materialvorschubs, bei dem die Vorschubgeschwindigkeit gesteuert wird und beim Einlegen des Werkstücks keine Verletzungsgefahr besteht. Lasst es uns gemeinsam anschauen, was sie können und wie einfach sie funktionieren. Universalfräsköpfe eignen sich sowohl für den Einsatz in Bodenfräsmaschinen als auch in Vierseitenfräsmaschinen oder CNC-Aggregaten. Ein universaler Fräskopf kann Dutzende Fräsköpfe ersetzen, die nur für eine Form oder eine Art von Bearbeitung bestimmt sind. Ihr könnt damit problemlos Decks, Türrahmen, Türen, Zahnverbindungen zum Kleben von Fugenmörtel, Handläufe, Boden, Decken oder Glasleisten, Nut- und Federverbindungen oder Radiusprofile für Badewannenwände und viele andere Tischlerprodukte fräsen. Gelötete Fräsköpfe mit HSS-Messern sind längst aus dem Geschäft. Im Falle einer Abstumpfung müsst ihr den gelöteten Kopf zum Schleifer schicken und auf den Abschluss eurer Arbeit warten. Ist der Zahn stärker beschädigt oder gebrochen, wird der gelötete Fräskopf unbrauchbar. Der Vorteil von Universalfräsköpfen liegt in ihrem speziellen Einsatzzweck, da aus über 200 Profilmessern unterschiedlicher Profile und Formen ausgewählt werden kann. Angenommen, ihr findet kein passendes Profil, verzweifelt nicht. Wir bieten auch Rohlinge an, die nicht poliert sind und es besteht die Möglichkeit, das gewünschte Profil erstellen zu lassen. Profilmesser und Abweiser werden in zwei Breiten hergestellt, 40 und 50 mm. Beide Breiten lassen sich problemlos in alle IGM Universalfräsköpfe einspannen. Köpfe werden mit einem Durchmesser von 100 oder 120 mm hergestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um den Durchmesser ohne Messer handelt. Beim Einsetzen beispielsweise eines geraden Grundprofils beträgt der Durchmesser des kleineren Kopfes 115 mm und des größeren 130 mm. Wenn eure Maschine es zulässt, empfehle ich auf jeden Fall die 120 mm, denn es ergibt sich eine höhere Umfangsgeschwindigkeit und damit eine bessere Bearbeitung des Werkstücks. Der 100 mm Kopf hat zwei Schneidkanten. Beim 120 mm Kopf besteht die Möglichkeit, zwischen zweischneidigen oder klaren Schneiden zu wählen, bei denen die Bearbeitungsqualität sogar noch etwas besser ist. Der Körper des Fräskopfes kann aus Stahl oder Aluminium bestehen. Ein Stahlkopf ist verständlicherweise schwerer und mechanisch widerstandsfähiger als ein Aluminiumkopf. Das höhere Gewicht garantiert konstante Drehzahlen auch beim Fräsen von beispielsweise verdrehtem Holz, was sich positiv auf die Bearbeitungsqualität auswirken kann. Stahlfräsköpfe eignen sich für Fräsmaschinen mit höherer Leistung, zum Beispiel 3 Kilowatt und mehr. Andererseits könnt ihr den Aluminiumkopf auch bei weniger leistungsstarken Maschinen bis zu 3 Kilowatt Leistung verwenden. Das geringe Gewicht ist ideal für CNC, da die Vorrichtung weniger beansprucht wird. Als Zubehör empfehle ich unbedingt Kopierringe mit Lager, die man zum Falten oder Zuschneiden nach der Vorlage verwenden kann. Es kann vorkommen, dass eure Maschine keinen 30 mm Schaft hat, sondern vielleicht 35, 40 oder 50 mm. In diesem Fall haben wir eine Lösung für euch. Ihr könnt die entsprechende Verkleinerung im unteren und oberen Teil des Kopfes einsetzen. Profilmesser und Abweiser sind nicht Bestandteil des Fräskopfes. Sie müssen separat erworben werden. Wenn ihr über den Kauf eines Fräskopfes nachdenkt, kann ich euch zunächst ein Set empfehlen, das den Fräskopf und die am häufigsten verwendeten Profile enthält.
Jetzt wisst ihr, wie ihr einen Fräskopf auswählen solltet, welchen Durchmesser man wählen, aus welchem Material die Köpfe bestehen sollten und wann und warum man einen Kopf mit Abweisern verwenden muss. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, was ihr über Fräsköpfe wissen müsst. Gemeinsam sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass Universalfräsköpfe ein unverzichtbares Werkzeug in der Werkstatt sind. Teilt uns in den Kommentaren mit, was euch beim nächsten Mal interessieren würde. Vergesst nicht zu abonnieren und das Video zu liken. Also bis zum nächsten Mal für 1 Minute.